Wir machen heute Emmer Vitalecken oder eigentlich Urgetreide Vitalecken. Das ist so ein Urgetreidegebäck eben. Und in dem Gebäck werden wir ein bisschen essbare Blüten verstecken. Da kommt immer ein bisschen auf die Sorten drauf an. Also jetzt zum Beispiel beim Emmer und beim Waldstaudenroggen ist es einfach so, dass die viel Mineralstoff oder mehr Mineralstoffe jetzt drin haben, als zum Beispiel, wenn man es mit einem Weizenmehl vergleicht. Also hat natürlich auch, nachdem es ein Vollkorn ist, viel mehr Ballaststoffe. Und es kommt halt dann auch immer darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel dann nur die Blüten dazu gebe oder auch so eine Kerndelmischung, das ist halt dann auch nochmal, wertet das Ganze dann auch nochmal auf. Und ja, das mit den Blüten, das ist was ich einfach gern mag, weil es also einerseits die Farbmischung und andererseits hat man auch ein bisschen die Wirkung von den Kräutern dabei. Und dann ist das hat sich irgendwie ein bisschen so stetig entwickelt. Am Anfang habe ich es noch ohne Blüten gemacht und auch ohne großartige Verzierung oben. Und ja, dann haben einmal die Kinder gesagt, ob man da nicht eine bunte Mischung draus machen. Dann sind die Blüten dazu gekommen. Dann hat man gedacht, ja, ganz schön wäre es, wenn man oben auch noch ein bisschen so ein Topping drauf hätte. Und dann ist das mit den Kerndeln dann oben als Garnitur entstanden. Starten tue ich mal, dass ich eine Dampfe ansetze, also eine Germdampfe, dass ich Germ mit ein bisschen Honig und einem warmen Wasser vermische und das dann ein bisschen stehen lasse, dass die Germ gehen kann. Dann vermenge ich in einer Schüssel das Emmermehl und das Waldstaudenroggenmehl, also das sind die zwei Urgetreidesorten, die reinkommen. Da kommt dann ein bisschen Salz dazu, dann ein Joghurt, ein Wasser, dann kommt ein bisschen Butter dazu und dazu kommt dann das Dampfe, das Germdampfe. Dann wird der Germteig gut durchgemischt und geknetet und dann lässt man ungefähr eine halbe Stunde gehen. Wenn er dann gegangen ist, dann knetet man nur mal gut durch und dann geben wir noch die fein gehackten Blüten, die werden wir zuerst eben zupfen und vom grünen Blütenkelch befreien. Die werden dann ein bisschen zerkleinert und die kommen dann noch zum Germteig dazu. Dann macht man so eine kleine Kugel, die rollt man dann zu so einem Kreis aus und aus dem Kreis schneidet man dann so Dreiecke aus. Kommt darauf an, wie groß dann die Weckerl sein sollen. Die Weckerl taucht man dann in Milch ein auf einer Seite und dann kommen sie noch in ein Kerndelgemisch. Also da ist jedem selber überlassen, was er für ihre Kerndeln nimmt. Ich habe jetzt in unserem Fall eine Mischung aus Kürbiskernen, Leinsamen, Buchweizen, Haferflocken, Brennnesselsamen und Sonnenblumenkern. Man kann auch noch ein bisschen Salz für oben drüber dann verwenden. Und da werden sie dann eingelegt in die Kerndelmischung und dann gibt man es aufs Blech und lässt am Blech dann nur mehr eine Viertelstunde gehen. Und dann werden sie im Rohr bei 180 Grad so circa 20 Minuten gebacken.